Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, wir schauen uns heute an das große Blatt fürs Kollektiv für den Oktober. Welche Themen kann ich aufschnappen? Was wird uns hier gesagt? Ich habe hinten wie immer die kleine Auswahlmöglichkeit für euch und bin gespannt. Ja, da steht etwas gewaltig auf dem Kopf. Es kann hier das Familienleben betreffen, irgendwas, was uns Unruhe mitbringt, Verbindungen, die nicht im Frieden sind. Das kann hier sein, dass wir mit der Vergangenheit konfrontiert werden, hier mit einem speziellen Menschen oder aber auch mit einer Vaterfigur, mit einem Thema. Wir haben ja den Bären im Haus der Schlange drin, ne? Hier die Familienkarte, hier geht es auch immer darum, was bringe ich von den Wurzeln her mit, wo habe ich jetzt einen Triggerpunkt, der mir aufgezeigt wird, den ich irgendwoher kenne aus meinem Familienkonstrukt. Und es sieht mir so aus, als ist es ein Monat, bei dem wir sehr viel aus dem Nebel raustreten müssen. Das heißt, wir sorgen für Klarheit, wir gucken die Dinge genau an, wir können ein Beziehungskonstrukt reflektieren. Wir selber spiegeln auch mit dem Ring, ne? Hier sind so Gebundenheiten, vielleicht auch noch, wie weit man da noch verhaftet ist mit der Vergangenheit. So, dann habe ich hier ein gewisses Pendant. Man macht sich auf den Weg, um Klarheit zu schaffen, und man kriegt die hier auch, ne? Die Sterne liegen im Haus der Blumen drin. Hier muss man ein bisschen aufpassen, wie man kommuniziert. Hier kann auch sein, man macht mal sowas wie einen Kontaktabbruch oder die Nachrichten knallen einem um die Ohren, ne? Oder man schützt sich, indem man sich zurückzieht. Ich sehe, schnelle Kommunikation ist vielleicht auch ein Hinweis, ne? Haut nicht zu schnell die Dinge raus, hört genauer hin, schaut auf die Details, damit irgendwas, ja, Frieden haben kann. Dann habe ich hier die Berufskarte, die liegt im Haus der Ruten. Auch da kann sein, man sieht hier die Verträge, ein Vertrag, der sich harmonisiert, viel Bewegung dabei. Auch da Nachrichten, wo man vielleicht getriggert ist oder wo man sagt, ja, hier den Auftrag nehme ich nicht an, oder hier muss mal ein Wort gesprochen werden, eine Grenze gesetzt werden. Aber an sich auch für alle, die suchen, habe ich hier tatsächlich gute Möglichkeiten. Es kann sein, dass es, wenn du wechseln möchtest, ein bisschen weiter weg ist von da, wo du jetzt bist. Wir haben hier auch die Energie gleich für die Selbstständigen dabei. Da kann auch sein, dass es so ein bisschen stressig oder unruhig wird. Und ich habe tatsächlich auch da wieder drauf, man spürt, etwas stimmt nicht. Man verausgabt sich vielleicht an einem Thema und man hat so hier die Wahrheit vor den Augen. Die Wahrheit, vor der man sich nicht mehr drücken kann. Denn hier kommen Dinge an die Oberfläche. Hier zeigt sich was, das uns, ich sag mal, die rosarote Brille abnimmt. Es kann für viele hier um Neubeginne an sich gehen, weil sie einfach sagen, so hier ist die gute Grenze. Es geht viel um Grenzen setzen. Kann natürlich auch dieses Thema sein, das wir hier haben, ne?
eine Grenze setzen für eine Autorität oder für sich selber oder seine eigene Autorität auch wieder annehmen. Ich habe hier tatsächlich das Schicksalskreuz im Hause des Bären drin. Hier sind alle Themen der Vaterfigur mit, der Autoritäten, der Männer der Vergangenheit. Auch das, was Konflikte mitbringt, das ist nicht alles schön, was hier liegt. Es kann auch so eine emotionale Sache sein, ne, wo man sich plötzlich gepiekst fühlt, wo man spürt, wo man noch angebunden und verhaftet ist und wo man letztendlich einen Konflikt austrägt, der sich auf das ganze Leben mitbezieht. Auf die Art und Weise, wie wir uns behandeln lassen, wie wir uns in unserer eigenen Größe bewegen. Hier liegen Wege, die Wege liegen im Hause der Veränderungen drin. Das kann unser Gegenüber betreffen. Was mich jetzt auch nicht wundert, wir sind hier mit dem männlichen Part konfrontiert und hier scheint es auch um Wege des Gegenübers zu gehen. Die können hier beruflicher Natur sein, familiärer Natur. Irgendwas, wo vielleicht auch eine Nachricht zu erwarten ist, die mal so ein bisschen Zündstoff mitbringt. Die Wege beziehen sich hier auf, ich sage mal, die Finanzen, die Häuslichkeit, die Kinder. Es ist sehr viel Material, was im Haus dieser Wege der Entscheidungen liegt. Ja? Beruf haben wir auch in der Spiegelung. Also ist vielleicht ein Monat, wo wir sehr viele Entscheidungen treffen müssen, etwas auf den Weg bringen müssen, wo wir diese Konfrontation haben mit irgendwas, das uns in die Gänge bringt und wo wir eben Schritt für Schritt durch müssen. Wir sind hier so, dass wir den Nebel aufklären, ne? So Stück für Stück. Das ist eine wichtige Lebenslektion auch irgendwo. Das Kleeblatt stand auf dem Kopf. Ja, das ist das, was ich noch gebraucht habe hier unten. Und zwar ist es so, wir haben hier das Haus des Schicksals, ja, hier liegt der Sarg drin. Das heißt, eine Phase wird auch beendet, irgendetwas, was lange gewirkt hat, hat keine Kraft mehr. Ich habe so diese Situationen, die mit den Verbindungen, mit den Beziehungen, mit allem, was rund laufen soll, zu tun hat. Es spiegelt auch mit uns. Ich habe aus diesem Ding raus, dass wir Blockaden, die wir haben, Hindernisse aller Art. Die Wurzel an sich liegt hier, das ist ein sehr tiefgründiges Orakel, beenden können, die aber auch mit großen Konfrontationen einhergehen. Also ich bräuchte es jetzt nicht, aber wer bräuchte es schon? Ne? Hier seht ihr uns, hier seht ihr den Berg, hier seht ihr die Maus nagt hier den Sarg weg, hier den Berg, hier aber auch den Ring. Ne? Ein Konstrukt, das nicht mehr wirkt, eine Verbindlichkeit, die es nicht mehr gibt oder die man nicht mehr sein will. Gerade auch da, wo man sehr viel Energie reinsteckt oder arbeitet. Für den Arbeitsbereich habe ich, dass das Außen sehr wichtig ist, dass Einflüsse von außen kommen. Das sind immer die Dinge, die man auch nicht kontrollieren kann, aber
Ich habe das auch verbunden mit dem Thema Geld und Emotionen, die sich da zeigen. Man spürt, dass etwas nicht passt oder dass man beunruhigt ist. Hier liegt die Stresskarte, die Emotionen sind aufgewühlt irgendwie. Für einige von uns kann es sein, dass sie in Partnerschaften konfrontiert sind mit neuen Partnern. Auch das hatten wir irgendwann demnächst erst wieder. Ich habe hier so schicksalshafte Personen, ne, die kommen hinzu. Das kann auch sein, dass wir die noch nicht kennen. Die haben irgendwas dabei, das unseren Bereich der Herzensangelegenheit eine neue Erfahrung schenken will. Das muss nicht zwingend ein Partner sein. Das kann jemand sein, dem man vertraut, der einem was aufzeigt, der einem hilft, in die Harmonie oder in den Frieden zu kommen. Die männliche Kraft ist hier sehr groß. Ne? Wir haben das Gegenüber, die männlichen Kinder, die Vaterthemen, das alles so, ne, in den Spiegelungen drin. Und es kann auch sein, dass man da tatsächlich so dieses Gefühl hat, jetzt verstehe ich irgendwie gar nichts mehr. Für den Moment geht man Step by Step weiter. Das kann ja sein, dass wir tatsächlich Unterstützer haben, Menschen, die uns auf den Weg bringen irgendwie. Möglicherweise auch hier eine Energie, die uns kreative Lösungen mitbringt. Um dass wir vielleicht auch das Glück in einer Situation erkennen können. Im beruflichen Bereich ist es immer auch wichtig, wie zeige ich mich, wie präsent bin ich, muss ich mich mehr zeigen. Und eben die Situationen von außen, die hier Bewegung mitbringen. Das Kind liegt hier im Haus des Kindes drin. Das sind Neubeginne pur, die aber durch etwas ausgelöst werden. Das ein Konzept, das keine Gültigkeit mehr hat. Hier können wir uns im finanziellen Bereich neue Türen öffnen. Es kann ja mit dem häuslichen Bereich der Arbeit, den Ämtern zu tun haben. Das liegt alles in der Spiegelung drin. Und ich habe einfach die Aufforderung, bei allem, was verbindlich ist, seid schlau. Bei allen Veränderungen, die ihr vornehmt, guckt genau hin. Einsteils liegen die Veränderungen hier mit den Blumen im Haus der Sonne drin. Aber es scheint auch darauf anzukommen, welchen Weg nimmst du. Der Möglichkeiten sind hier, was investierst du, was nimmst du in die Hand. An sich ist es auch ein Monat der familiären Veränderungen. Auch da sage ich immer wieder, wir können auch das, was unsere Familienmitglieder machen, nicht unbedingt beeinflussen. Ne? Wir können uns mitdrehen oder rausnehmen. Hier kann auch sein, dass man durch das Auflösen einer Verstrickung an die Themen kommt, die am Ende weiterbringen. Im weitesten Sinne. Die Großzügigkeit. Ja, guckt mal, und unten haben wir Familie als Thema. Für alle, die zu ihrer Familie Distanz aufgenommen haben, wir haben auch eine Wahlfamilie. Ja, und jetzt geht es einfach darum, dass die Wölfe, für die hier Stellvertreter sind, sehr sozial und loyal sind. Jeder im Rudel hat seinen Platz und das ganze Rudel hat eine Struktur. Wölfe können außerordentlich gut kommunizieren, Körpersprache einsetzen, um sich dem Rudel mitzuteilen.
und jeder hat hier seinen Platz. Und es kann ja sein, dass man wirklich so im Nebel steht, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Es ist die erste Karte und wir haben uns selber noch im Hause drin, der Unklarheiten. Aber hier ist Gemeinschaft, ne? Hier unterstützt man sich, hier sind Themen, da muss man zusammenrücken. Und es geht auch an ein Glaubensmuster, das nicht mehr wirkt. Das eigentlich bedeutet, mir wächst alles über den Kopf, ich kann nicht alles alleine wuppen. Das müssen wir hier auch nicht. Es geht nämlich um Gemeinschaft und Unterstützung und auch um eine Lernaufgabe von uns, dass wir da mal dran gehen, dass man Unterstützung annehmen darf. Dann haben wir hier den Ahornbaum, der einfach sagt, das, was du gibst, kriegst du 10-fach zurück. Es gibt Zeiten im Leben, da investiert man was und es gibt Zeiten im Leben, da empfängt man was. Und von dem, was man empfängt, hört sich jetzt doof an, darf man dann auch wieder was weitergeben. Der Ahornbaum ist dafür da oder steht dafür, dass er ganz viele verschiedenste Bedingungen aushalten kann. Er trägt irgendwo die Kräfte seiner Umgebung. Es kann auch eine Eigenschaft in uns sein. Und es geht einfach darum, offen für die kosmische Fülle zu sein und gleichzeitig großzügig gegenüber uns selbst und auch anderen. Also gib von Herzen, empfange von Herzen und der Erfolg wird gedeihen. Es sind 2 gekommen, die Schnecke und der Goldfisch. Also wenn hier viel zu klären ist, macht es Step by Step, schaltet den Gang zurück. Hier liegt der Erfolg in der Ruhe und in der Kraft. Die Karte sagt, dass sich die Welt auch ohne uns weiter dreht und dass wir zu unserem Gleichgewicht zurückfinden sollen. Hier ist auch so, dass man Flüchtigkeitsfehler machen kann, wenn man einfach mal ruckzuck irgendwie was macht oder sehr schnell reagiert. Und wir dürfen hier von der Schnecke einfach lernen, dass alles, was geschieht, auch ein ewiger Rhythmus ist. Hier braucht man, um Klarheit zu kriegen, auch den Wesenskern der Dinge, nicht nur dieses viele Drumrum. Und man findet Antworten, die man braucht in sich selbst. In der Ruhe liegt die Kraft. Hier kommt der Goldfisch mit, der für das Thema Reichtum steht. Irgendwie habe ich das Gefühl, man wird mit etwas konfrontiert, was einem nicht schmeckt, aber das bringt großen Segen mit sich. Der Goldfisch auf jeden Fall kommt ins Leben geschwommen und kündigt eigentlich einen Segen an. Das kann ein Glück sein, das kann mehr Lebensfreude sein, Beistand von oben oder auch dieses Gefühl zu haben, ich schwimme geborgen im Fluss des Lebens. Ihr Lieben, wir lassen das noch so stehen, jetzt so stehen. Wir machen noch ein Auswahlorakel. Ich wünsche euch einen schönen Oktober. Ich drücke euch und bis bald. So, hier bin ich wieder. Schauen wir, was der Oktober für persönliche Impulse mitbringt. Für uns.
So, dabei belassen wir es. Sucht euch eine Seite aus. Ich nehme rechts, aber mir fällt es heute schwer. Vielleicht brauche ich auch beide. Wir haben hier die Kreativität und Fülle. Die Karte sagt eigentlich, dass wir große Dinge vollbringen können, wenn wir das umsetzen, was wir in Wahrheit sind. Ne? Hier kann man neue Projekte beginnen, die zu großem Erfolg werden, wenn man seine eigenen Gaben einsetzt, seine eigene Kreativität nutzt und seiner eigenen Leidenschaft folgt. Hier haben wir noch die 4 der Emotion. Hier sieht man einen Mann, der eine Dame anhimmelt, aber die Dame guckt nicht richtig hin. Und die Karte sagt, es gibt wundervolle Menschen, die helfen wollen, Gelegenheiten, die angeboten werden, aber man guckt nicht richtig hin oder man vertraut dem Ganzen nicht. Man darf sich umgucken, man darf offen sein, man darf auch mal Tagträume haben, um Klarheit zu erlangen, aber man muss auch den Träumen Taten folgen lassen. Also etwas umsetzen von dem Ganzen. Ne? So, dann haben wir hier die Brunnenkresse mit dem Thema in dir ist das ganze Meer. Es geht um Emotionen, die nicht frei fließen, die hier auftauen und man hat irgendwie das Gefühl, wenn man irgendwas loslässt und in den Flow bringt, wie der Fluss eben ist, dann kann man da vertrauensvoll drin baden. Was will uns die Seele sagen? Briefe, Worte der Seele. Hier geht es darum, dass man vielleicht etwas ausdrücken möchte und sich nicht traut. Und hier kommt die Aufgabe, vielleicht magst du es aufschreiben. Vielleicht ist Schreiben, sind Briefe, sind Nachrichten auch ganz wichtig in diesem Monat. Und wir haben den Engel der Sorglosigkeit dabei. Lege all deine großen und kleinen Sorgen in die Hände deines Engels. Vertraue ihm deine Sorgen und Ängste an und spüre, wie sie immer kleiner werden. Die Schwierigkeiten lösen sich auf und du kannst voll Zuversicht nach vorne schauen. Es gibt immer eine Lösung und wenn die Sorgen verschwunden sind, wirst du die Schönheit des Lebens bewusst genießen können. Der Glücksimpuls haben wir hier 2 gekriegt. Amors Pfeil, das dachte ich mir hier schon. Und Unterstützung. Helfende Hände. Die Lerche. Ich bringe dir Unbeschwertheit und Freiheit. Ein angenehmes Liebeserlebnis kündigt sich an. Als Botschafter zwischen den Welten verkündige ich dir Informationen aus der oberen Welt. Also hier habt ihr die Liebe mit drauf, hier Amors Pfeil und auch hier irgendwas in diesem Bereich könnt ihr euch berührend begegnen. So, dann gucken wir uns die andere Seite an. Ich muss nur aufpassen, dass ich meine Karten nicht durcheinander bringe hier. Ihr habt den Neubeginn hier klassisch. Hier kommt eine neue Erfahrung. Man ist begleitet während dieser Erfahrung. Man lässt sich auch nicht zurückhalten. Man guckt irgendwie, welche neue Gelegenheiten sich präsentieren und nimmt die auch in Angriff. Und hier habt ihr irgendwas mit dabei, wo ihr vielleicht auch das Schlimmste erwartet oder euch sehr viele Sorgen macht, wo ihr auch hart gegen euch über selbst seid, wo ihr vielleicht nachts nicht schlafen könntet und könnt und fragt euch, wie soll alles weitergehen, aber hier habt ihr, die Reise beginnt von Neuem und auch das Abgeben ist wieder dabei. Das passt hier sehr gut, denn hier
denkt ihr viel nach, ihr seid viel im Kopf unterwegs, ihr macht euch Sorgen und hier ist eben, erwarte mal das Beste. Wähle den Weg deines Herzens, du wirst geleitet und geschützt. Ihr dürft tanzen. Bewegung zu Musik gibt dir neue Energie, tanze zu Hause oder in Gesellschaft. Und ihr habt den Engel des Vertrauens. Vertrauen heißt, sich dem Leben zu stellen und es zu genießen. Besinne dich auf die positive Kraft in dir und gehe immer vom Besten aus. Hab Vertrauen in dich und deine Engel. Sie werden dich unterstützen und dir helfen, das zu erreichen, was du dir vorgenommen hast. Die Botschaft deines Engels: Nur wenn du Vertrauen in dich hast, kannst du das Glück finden und dein Leben erfolgreich, gesund gestalten. Glaube an dich. Abenteuerliche Tage kommen, aber ihr schafft das. Und ihr habt das Rotkehlchen. Verweile in deiner Mitte und höre auf die Sprache deines Herzens. Du bist kommunikativ und wortgewandt und äußerst gewandt in deiner Wortwahl. Es ist Zeit, das loszulassen, was keinen Platz mehr in deinem Leben hat. Vielleicht auch eine Sorge hier oder so, ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Oktober. Ich drücke euch, bis bald.